Hallo, herzlich willkommen. Heute rede ich mit Steffi von der Young Caritas Südtirol. Schön, dass du Zeit hast. Hallo, gerne. Hallo. Ja, ich würde dich gern fragen, wie arbeitest du denn zurzeit aktuell? Bist du im Homeoffice? Arbeitest du schon wieder im Büro? Wie ist es mit eurem Team? Also wie seid ihr gerade, arbeitet ihr gerade? Also ich bin aktuell noch zu Hause, wie man sieht auch, und mache Homeoffice. Aber wir sind gerade dabei zu schauen im Haus, wie wir die Dienste so einteilen, dass die Leute langsam wieder ins Büro können. Und ich werde ab Montag wieder ins Büro gehen. War aber bis jetzt immer zu Hause und habe Homeoffice gemacht. Wie lange warst du zu Hause jetzt ungefähr? Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. In Italien war, glaube ich, der 10., 11. März Lockdown und dann war ich irgendwie, glaube ich, noch, das war Mittwoch, ich war bis freitags dann noch im Büro und dann, ja, ich glaube 7 Wochen ungefähr. Müsste Ja, ich jetzt im Kalender nachschauen, ja, halt. ja, ganz schön lang. Mitte März, ja, Ja. genau. Ja. Wie ist denn gerade so bei euch die Stimmung? Also geht es so drum, jetzt endlich wieder lockern und es geht los? Oder ist eher so jetzt nochmal vorsichtig und nicht zu schnell alles lockern? Nee, heute, also lustigerweise ist heute genau ein Landesgesetz rausgekommen von der Provinz Bozen. Und zwar haben sie halt ein bisschen von ihrer Autonomie Gebrauch gemacht und gesagt, sie wollen halt für Südtirol separat eine Regelung finden. Und das heißt, ab heute gibt es ziemliche Lockerungen und ja, da sind wir alle recht froh drüber. Also die Maßnahmen hier waren ja sehr strikt. Also nicht jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, man durfte sich ja wirklich mit niemandem treffen und nur mit Familienmitgliedern oder mit Mitbewohnern aus dem eigenen Haushalt. Und man durfte ja auch nicht raus oder halt nur kleine Spaziergänge machen. Das war wirklich sehr strikt eine Zeit lang. Und deswegen, ja, man durfte die Gemeinde nicht verlassen zum Beispiel. Also das heißt, man war wirklich in seinem Heimatort sozusagen eingesperrt und jetzt darf man sich wieder bewegen und da freuen sich halt viele Leute und viele sehen jetzt wirklich auch effektiv das erste Mal nach 7 Wochen wieder teilweise ihre Familien, ihre Eltern oder Verwandten, ja. Ja. Was war denn für dich die größte Herausforderung in der Zeit, jetzt in den letzten Wochen? Ja, schon so ein bisschen das Alleine-Sein. Also wirklich zu sagen, okay, man ist jetzt, man kann niemanden sehen, man kann sich mit niemandem treffen, man sitzt jetzt wirklich in der Wohnung mit sich. Ich glaube, das ja. Aber im Endeffekt jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war irgendwie auch eine interessante Erfahrung, weil man wirklich auch sich noch mal mehr mit sich selber auseinandergesetzt hat und einfach auch gemerkt hat, man ist nicht alleine, weil man hat ja irgendwie permanent Leute gehört und heutzutage mit der Technik und Videocall sieht man ja trotzdem irgendwie die Leute, die wichtig sind und ja, aber halt so den Alltag einfach neu zu gestalten, dann mit sich alleine den ganzen Tag. Ja. Mhm. Gab es denn in der Zeit auch eine schöne Erfahrung, wo du so sagst, war dich überrascht, ist positiv? Ja, schon irgendwie das, also positiv war sicher, dass man irgendwie so Leute gehört hat, mit denen man schon länger irgendwie keinen Kontakt mehr hatte, was irgendwie wirklich schön war, wo man einfach gemerkt hat, okay, dass man doch so ein großes soziales Netzwerk und Umfeld hat über Kilometer hinweg und irgendwie jeder wirklich irgendwie sich kümmert und wissen will, wie geht es dem anderen. Und das war einfach, würde ich sagen, so das schönste Gefühl in der Zeit, ne? Zu sehen, man ist nicht allein, auch wenn man halt jetzt mal 7 Wochen in seiner Wohnung sitzen muss und auch zu verstehen, es gibt wirklich Schlimmeres. Also auch so sich glücklich zu schätzen. Ich habe meinen Job noch, ich habe meine Wohnung noch, meiner Familie geht's gut, alle sind gesund. Also jetzt 7 Wochen halt mal zu Hause sitzen zu müssen, glaube ich, ist was ich verstanden habe. Das kann man aushalten. Gibt es denn aber was, wo du sagst, auf die Erfahrung hätte ich jetzt echt verzichten können? Also was du dich geärgert hast oder was irgendwie so? Geärgert, ja, wenn, dann vielleicht über mich selber, dass ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe am Anfang oder mich von also die Situation hat mich schon am Anfang sehr mitgenommen. Also gerade weil es in Italien hier auch wirklich irgendwie ja so der Hotspot war und die Situation in Bergamo und wenn man diese ganzen negativen Nachrichten hört, dann ja, hat mich das schon nervös gemacht. Also ich muss sagen, so die ersten 2 Wochen nach dem Lockdown waren wirklich also eine permanente innere Anspannung. Aber das ist jetzt nicht was mich geärgert hat, aber das ist eher vielleicht was ich negativ jetzt im Nachhinein in Erinnerung habe. Sonst geärgert, muss ich sagen, nein, eigentlich nicht. Also
Was hat sich denn für euch als Young Caritas verändert und hat sich da vielleicht auch eine Chance daraus ergeben? Also wie seid ihr als Young Caritas mit der Situation umgegangen? Ja, auf jeden Fall. Also Chancen haben sich durchaus ergeben, schon allein aufgrund der Situation, dass, wie gesagt, hier in Italien einfach die Maßnahmen sehr strikt waren und zum Beispiel auch die meisten ja wirklich zu Hause dann gearbeitet oder halt von zu Hause arbeiten mussten und gewisse Dienste dann einfach auch schwierig waren irgendwie zu erfüllen, sich aber trotzdem neue Dienste ergeben hat, weil man einfach gesehen hat, die freiwilligen helfenden Hände sind irgendwie motiviert, trotzdem auch zu sagen, ich kann mich weiterhin engagieren, ich kann weiterhin das machen. Zum Beispiel der Einkaufsdienst ist zum Beispiel entstanden, wo wirklich gesagt wurde, okay, dadurch, dass man die Älteren, die einfach eher zur Risikogruppe gehören, irgendwie schützen kann, damit sie nicht irgendwie einkaufen gehen müssen oder irgendwie vor die Tür müssen, haben sich halt ganz viele südtirolweit junge Erwachsene irgendwie dazu bereit erklärt, bei diesem Einkaufsdienst mitzumachen und zu sagen, okay, wir gehen einkaufen für die Leute, die das eben im Moment nicht können. Und da ist dann auch noch zusätzlich irgendwie eine Idee entstanden, zu sagen, okay, man kann ja irgendwie nicht nur den Menschen eine Freude machen, indem man ihnen irgendwie hilft, die Einkäufe zu erledigen, sondern vielleicht auch wirklich denen, die einsam sind und vielleicht nicht mehr soziale Kontakte so viele haben, eine nette Botschaft bringt. Und dann ist irgendwie die Idee zur Flaschenpost, haben wir das Ganze genannt, entstanden. Das ist quasi ein Vordruck, wo man irgendeinen Text oder irgendeine nette Botschaft dann reinsetzen konnte, ein Bild, was auch immer. Und dass man das dann irgendwie auch überbracht hat den Menschen, wo man einfach auch weiß, okay, die sind jetzt wirklich einsam und haben das auch geäußert und dass man ihnen somit eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Und wie gesagt, da haben sich wirklich sehr viele bereit erklärt mitzuhelfen. Das war schön zu sehen. Und das hat wirklich für uns jetzt auch irgendwie nochmal quasi einen neuen Dienst sozusagen ergeben, wo wir halt auch sagen mussten, okay, wir müssen es neu organisieren und ist sozusagen eine neue Arbeit dazugekommen. Und das hat super geklappt, aufgrund auch, da wir alle irgendwie zu Hause waren, hat das irgendwie sofort geklappt, dass das organisiert wurde mit WhatsApp-Gruppen und ja. Ihr macht ja auch viele Freizeiten. Wird denn im Sommer, wird es jetzt diese Freizeiten auch geben? Ja, die wird es geben, aber jetzt da zum Beispiel heute erst von der Provinz das neue Gesetz rausgekommen ist und auch nochmal drauf gewartet wird, was jetzt irgendwie der Staat auch nochmal diesbezüglich sagt, muss man halt einfach abwarten, was für Auflagen dann gelten. Aber auf jeden Fall die Kolonien in den 2 Orten in Italien werden, soweit mein Stand ist, auf jeden Fall stattfinden und unter den Bedingungen. Also es ist halt immer ein bisschen spannend. Bei uns geht das immer so alle 2 Wochen. Ich meine, das kennt ihr ja draußen auch. Kommen halt dann die neuen Auflagen. Also ja, wahrscheinlich wird es schon Abstand und Mundschutz weiterhin irgendwie dabei sein. Aber ich denke mal, da sind auch alle so motiviert. Habe ich auch gesehen, von zu Hause aus machen die Betreuer schon Videos für die Kids, um sich schon darauf einzustimmen. Also es wird wirklich versucht, über auch die sozialen Medien und die Techniken heutzutage irgendwie trotzdem diese sozialen Gruppen noch am Leben zu halten, was ganz nett ist auf jeden Fall. Glaubst du, dass sich das auf die Gesellschaft auswirkt? Also dass sich was verändert hat jetzt durch Corona? Oder machen wir so weiter wie bisher? Also wie ist es bei euch? Oder wie ist deine Einschätzung? Also ich glaube schon, dass sich eine gewisse Solidarität ergeben hat. Also allein schon zu sagen, okay, es gibt einfach Gruppen, auf die mehr geschaut werden muss oder für die irgendwie jetzt nochmal mehr, auf die nochmal mehr hingeschaut werden muss und für die man sich solidarisch zeigen muss. Ich glaube schon, dass sich was gemacht hat. Wobei ich auf der anderen Seite auch das Gefühl habe, manchmal kommt auch so ein bisschen raus, wie soll ich sagen, so die negativen Charakterzüge auch. Aber vielleicht ist das auch eine Chance, also jetzt gesellschaftlich gesehen eine Chance zu sagen, okay, was können wir denn als Gesellschaft, also was hat uns die Krise gezeigt oder aufgezeigt, was wir als Gesellschaft auch noch irgendwie, woran wir noch arbeiten müssen oder wo wir doch nicht so sozial und fortschrittlich sind, wie wir glauben. Was werden wir uns denn, wenn wir in 10 oder 20 Jahren an 2020 zurückdenken, was werden wir uns da erzählen? Was wird es sein, was bleibt? Ja, sicher diese Erfahrung, dass wir in so einer hochmodernen Welt auf einmal alle auf das
Wichtigste und Kleinste wir uns irgendwie reduzieren mussten für 2 Monate und irgendwie in unseren Wohnungen saßen und uns mit uns selber beschäftigen mussten und irgendwie reflektieren mussten, was gerade passiert, und dass uns das Jahr sicher gezeigt hat, dass wir dass wir nicht alles immer unter Kontrolle haben, so wie wir glauben, und dass wir auch lernen müssen, dass es immer irgendwas geben kann, was uns aus der Bahn wirft oder was an Dingen rüttelt, die wir für selbstverständlich halten. Wir haben ja im Vorfeld überlegt, ob wir es auf Deutsch oder auf Italienisch machen. Ihr in Südtirol seid ja zweisprachig und wir haben ja überlegt, Italienisch können wir jetzt schlecht mit umgehen, weil wir es quasi nicht übersetzen können. Aber vielleicht kannst du noch so einen italienischen Gruß am Schluss quasi uns ausrichten nach Europa. Dann nehme ich einfach das, was hier in Italien ja direkt von vornherein als die Botschaft gegolten hat, um die Leute zu motivieren und zu sagen, wir schaffen das durch die Krise. Andrà tutto bene, alles wird gut. Cool, vielen Dank. Dann, tschüss. Tschüss.